Warum sieht mein Nähzimmer eigentlich immer so unordentlich aus? Egal wie oft ich aufräume, nach jedem Projekt ist hier wieder das Chaos. Ich habe nur ein paar Dinge verändert und seitdem bleibt es ordentlich. Heute möchte ich dir 5 tolle Ordnungshelfer vorstellen, die mir dabei geholfen haben, mein Nähzimmer ordentlich zu halten. Und dabei habe ich richtige Highlights mit. Alle Artikel, die ich benutze, habe ich dir unten verlinkt. Übrigens sind auch ein paar Sachen von IKEA dabei. Und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem Ordnungshelfer, der mir bei jedem einzelnen Projekt hilft. Wenn bei mir ein Näh- oder Bastelprojekt ansteht, dann nehme ich mir diesen Caddy hier. So ein ähnliches Produkt habe ich dir unten verlinkt. Genau diesen habe ich jetzt leider nicht mehr finden können. Und dieser Caddy hat verschiedene Fächer, auch verschieden große Fächer. Und den bestücke ich, bevor ich mein Projekt nähe oder eben bastle, mit allen Materialien, die ich benötige. Ich kann hier wirklich alles reinlegen, ob das Perlen sind, Stoffklammern, Tüdel, also auch Webware, Labels und so weiter. Ich kann hier vorher die Bänder, die Gummis, alles reinsortieren, was ich jetzt für mein nächstes Projekt benötige. Natürlich nicht den Stoff, sondern alles, was Kleinteile sind, die man einfach während des Projekts auch oft verlegt. Und wenn ich dann einmal dabei bin, den zu bestücken, dann kann ich hier auch meine Stoffschere, meinen Rollschneider, eine Fadenschere, alles Mögliche unterbringen, das ich für dieses Projekt brauche. Und während des Nähens und Zuschneidens lege ich alles immer wieder in diesen Caddy. Das muss man sich wirklich angewöhnen. Das ist nichts, was man ganz natürlich tun würde. Meistens legt man ja seine Fadenschere dann einfach irgendwo hin und findet sie erst eine Woche später wieder. Genauso mit dem Nahtrenner. Und deswegen sortiere ich das dann immer in diesen Caddy in die verschiedenen Fächer ein und lege es dann auch einfach rein. Dadurch, dass der offen ist, kann man das auch wirklich einfach von oben reinwerfen. Jetzt ist der Rollschneider da drin und wenn ich ihn wieder brauche, weil ich doch noch einen Teil schneiden muss, dann nehme ich ihn wieder raus. Und wenn mein Projekt beendet ist, dann kann ich das wieder einsortieren, da wo es eigentlich hingehört. Aber projektbezogen nutze ich genau diese Caddies hier und ich finde die wirklich super praktisch. Und ich denke dabei natürlich auch an alle, die kein extra Nähzimmer haben, sondern ihre Projekte auch mal unterbrechen müssen, weil sie zum Beispiel den Esstisch räumen müssen. Dann packt ihr einfach alles, was das Projekt betrifft, zum Beispiel euer Diamond Painting, einfach hier rein und könnt das irgendwo abstellen, bis ihr es wieder benötigt. Ich finde das auch übrigens für das Kinderzimmer ganz praktisch, wenn man da größere Projekte bastelt. Vielleicht hast du schon gesehen, was hier hinter mir steht. Das ist was ganz Neues, das es so auf dem Markt noch gar nicht gibt. Das ist mein ganz neuer Schnittmuster-Ordner zum Sortieren. Ich zeige ihn dir heute mal ganz exklusiv das erste Mal auf YouTube. Ich habe diesen Ordner selbst designt und bin deswegen natürlich auch stolz wie eine Mama da drauf. Man könnte jetzt sagen, na ja, also einen Ordner kaufen, also so einen Leitsordner oder so, kann ja jeder und den hinten beschriften. Ja, das könnt ihr natürlich machen, das ist auch ein bisschen günstiger, aber dieser Ordner hat eben keine andere Funktion als Aufbewahrung. Und das mag ich ja nun gar nicht. Wenn etwas nur eine Funktion hat, dann nimmt es mir zu viel Platz weg. Ihr kennt mich. Und deswegen habe ich mir bei diesem Ordner hier überlegt, dass er ja natürlich mehr Funktion bieten könnte als das reine Aufbewahren und hübsch aussehen. Und deswegen hat dieser Ordner ein Innenleben bekommen. Das haben wirklich wenige Ordner. Da könnt ihr euch gerne mal auf dem Markt umsehen. Da gibt es wirklich gar nichts. Und dieser Ordner hier hat wirklich mehrere Funktionen. Einmal habe ich mir die Mühe gemacht, diese ganzen Schnittmuster-Symbole hier einmal für euch aufzudröseln und genau zu schreiben, was die bedeuten, und habe sie tatsächlich auch nochmal abgezeichnet. Bei manchen Markierungen, Schnittmustern, gibt es sogar mehrere Symbole, die eigentlich alle dieselbe Bedeutung haben. Hier hast du endlich mal eine richtige Übersicht. Auch die sind im Netz wirklich wenig zu finden. Also meistens hast du bei Schnittmustern oder Zeitungen natürlich die Erklärung dazu, aber manchmal verliert man die eben im Laufe der Jahre oder im Laufe der Zeit. Oder der Schnittmusterhersteller oder Herstellerin geht davon aus, dass du weißt, wie ein Symbol funktioniert oder was das sein soll, aber vielleicht weißt du es eben doch nicht und fängst dann an zu suchen. Deswegen habe ich dir hier einmal diese Übersicht. Das geht auch nicht ab, das ist hier fest angedruckt und die kannst du nicht verlieren. Dazu kommen dann 2 verschiedene Lineale, eins mit Millimetern und eins mit Zentimetern. Ich habe nämlich oft festgestellt, dass ich mir ein Schnittmuster nehme und dann steht drin, ich brauche einen Gummi, der 4 cm breit ist.
Und dann fange ich an, meine Gummis alle abzumessen. Aber viel cooler wäre es doch, wenn ich hier einmal mein Schnittmuster aufblätter und dann mein Gummi direkt im Ordner ranhalten kann und schauen kann, ob der wirklich breit genug ist. Genauso betrifft das eben auch Bänder, deswegen habe ich hier auch Millimeterangaben. Und dann habe ich hier unten noch eine Übersicht über Knöpfe. Da kannst du einfach deinen Knopf drauflegen, den du gerade zur Verfügung hast und schauen, welche Größe der hat. Weil das spielt ja bei Schnittmustern oft auch eine Rolle. Die Markierung dafür ist übrigens diese. Für diesen Schnittmusterordner bekommst du von mir ein gratis Inhaltsverzeichnis. Das kannst du auf Knopf-Nadel jetzt auch schon runterladen. Hier drin ist aber auch ein QR-Code, damit du das jederzeit finden kannst. Dieses Deckblatt passt dann perfekt als Inhaltsverzeichnis in den Ordner. Und dazu kommt natürlich jetzt die Frage, wie sortiere ich denn jetzt hier ordentlich meine Schnittmuster ein? Und das geht wirklich ganz einfach. Dafür nehme ich mir solche Aktenhüllen hier, die seitlich zu öffnen sind. Und dann kann ich hier einfach alle Schnittteile, die ich habe und auch alle Größen, die ich je zugeschnitten habe, einlegen. Und mit dem Knopf- und Nadel-Deckblattblock schreibe ich mir dann genau auf, was ich denn jetzt hier einsortiere. Der Deckblattblock und das Inhaltsverzeichnis haben dabei das gleiche Design und passen perfekt zueinander. Wer jetzt Lust hat, seine Schnittmuster richtig ordentlich zu sortieren, damit man sie dann auch wirklich perfekt im Schrank unterbringen kann, für den sind diese Ordner perfekt. Den nächsten Ordnungshelfer kann ich jetzt nicht in die Hand nehmen, aber ich kann euch zeigen, wobei der mir die größte Hilfe ist. Das ist beim Thema Scheren, Rollschneider, Kantenformer, Stickschere und Stifte. Es ist nämlich meine Lochplatte von IKEA. An diese Lochplatte kann ich einfach alles anhängen. Also wenn ich was nicht mag, dann eine Schublade, in der meine ganzen Scheren rumfliegen. Das kann ich wirklich überhaupt nicht leiden. Und deswegen habe ich mir diese Lochplatte besorgt und habe die Haken auch direkt original von IKEA. Und dort kann ich meine Scheren, meine Rollschneider und eben auch kleine Stickscheren anhängen. Ich kaufe jetzt auch schon wirklich nur noch die Sachen, die wirklich zum Anhängen sind. Zum Beispiel habe ich mir jetzt ein Maßband besorgt, das man direkt anhängen kann, weil es eine Schlaufe hat, weil ich das wirklich am praktischsten finde, wenn ich das anhängen kann. So komme ich jederzeit ran, ich sehe, was ich da habe und ich benutze es dann eben auch. Manchmal vergisst man ja sogar, was man sich da schon mal für ein Gadget gekauft hat. Das ist dann wirklich richtig bitter, zumal man ja dann zum Beispiel ein Gummi ganz umständlich eingefädelt hat, obwohl man ja eigentlich das passende Werkzeug da hätte. Und diese Lochplatte hilft mir dabei, alles perfekt zu sortieren. Ich habe hier sogar meine Schneiderkreide untergebracht, denn es gibt ja auch so kleine Körbchen. Und dann habe ich natürlich noch was ganz Besonderes. Ich habe nämlich eine Sortierstation für meine Lineale. Die habe ich aber selbst mit dem 3D-Drucker gedruckt. Und so sind die für mich perfekt untergebracht. Ich kaufe jetzt wirklich nur noch Nähhelfer, die ich anhängen kann oder die perfekt in diese Behältnisse passen. Da habe ich jetzt wirklich gar keinen Bedarf mehr, dass das hier rumfliegt. Übrigens solltest du nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, denn ich habe ganz viel vor. Ich habe immer viele Nähtipps und tolle Nähprojekte. Folge mir, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dieser kleine Rollwagen hier hilft mir enorm dabei, Ordnung zu halten. Hier drin wird alles aufbewahrt, was das Thema Plotten und Basteln betrifft. Und eigentlich ist dieser Wagen ja ohne diese Holzschubladen. Also man bekommt den tatsächlich so. Aber diese Holzkörbchen hier von IKEA passen perfekt in diese Öffnung rein. Das heißt, man muss hier keine Schubladen selber bauen oder irgendwas, sondern man kauft sich einfach diese Holzkörbchen hier, die man auch noch beplotten oder streichen könnte und kann die dann in diesen Wagen reinlegen. Übrigens ist hier wirklich alles drin, was Basteln betrifft, also so Stifte von meinem Cricut, aber eben auch mein Rollschneider, mit dem ich Folien schneide und Karten, zum Beispiel Geburtstagskarten und so. Also was verschwindet hier drin und sieht dann auch wirklich ordentlich aus. Und hier passen eben genau 3 Schubfächer, die ich eben selbst gemacht habe, rein und 2 Zeitungssammler. Da habe ich auch noch eine andere Lösung gefunden, weil ich mit diesen Pappteilen nicht ganz so zufrieden war. Ich finde die Farbe gut, aber die gehen eben auch ein bisschen auseinander oder greifen sich eben schnell ab. Und das Beste an diesem Wagen ist, er hat auch noch ein komplettes Geheimfach, nämlich dieses hier.
Hier ist ein Geheimfach und hier habe ich dieses Körbchen drin. Aber eben auch zum Beispiel meine Heißklebepistole, die ist auch hier drin. Das verschwindet dann einfach hier drin. Das kann man auch wirklich mal schnell verstauen. Und der absolute Clou daran, das ist jetzt wirklich für alle Plotter-Fans. Dieser gelbe Haken hier ist dabei bei dem Wagen, wenn man den kauft. Und auf diesen Haken passen perfekt diese Schneidematten drauf. Also oben die Aussparung passt wirklich perfekt über diesen Haken. Und damit sind die direkt an diesem Schrank an der Rückseite, die man sowieso sonst nicht nutzen würde, verstaut. Also ich bin mit meinem Rollwagen wirklich sehr zufrieden. Manchmal lege ich auch schnelle Sachen, die ich dann später noch wegräumen möchte, einfach hier oben drauf. Dafür hat man hier nochmal diese Ablagefläche. Und ich finde den wirklich super cool. Übrigens habe ich zusätzlich zu den Zeitschriftensammlern, die ich sowieso schon in meinem Wagen habe, mir auch noch diese hier angeschafft. Die sind jetzt aus Kunststoff und eben nicht mehr aus Pappe, weil ich gemerkt habe, dass die aus Pappe sich tatsächlich auflösen, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schöner sind. Die hier kann man aber ganz einfach verschönern. Die haben nämlich so eine raue Oberfläche. Das heißt, du kannst hier einen Sticker draufkleben. Du kannst hier zum Beispiel auch so eine Tafelsticker draufkleben und dann ganz einfach beschriften. Und wer einen Plotter hat, der kann sich hier wirklich komplett austoben, denn die Teile sind rundherum angeraut und weiß. Das heißt, du kannst hier Mandalas, Blumen oder sonstiges noch zusätzlich zu deiner Beschriftung anbringen. Das finde ich auch richtig stark. Oder zum Beispiel Acrylstifte, die halten hier drauf auch ganz gut. Hier kann man richtig schöne Projekte alleine schon mit den Zeitschriftensammlern umsetzen. Die habe ich dir unten auch verlinkt. In die kommen jetzt meine ganzen Zeitschriften rein. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe da ein kleines Problem. Ich bin gefühlt garnsüchtig. Ich habe so viel farbiges Garn da und meistens habe ich trotzdem nicht die perfekte Farbe da. Ich weiß gar nicht, wie ich das immer schaffe. Manche Garne habe ich sogar doppelt und dreifach. Warum? Keine Ahnung. Ist so. Und dafür musste ich mir dringend eine Lösung suchen, denn was fängt man denn mit Garn an? Man könnte es in irgendeiner Schublade verschwinden lassen, aber da finde ich ja meine Farben sowieso schon nie wieder. Dann gibt es ja auch eine Lösung, wie man Garne eben an den Lochplatten anbringen kann und die dann so schön aufgereiht sind. Es gibt auch so eine Tischaufsteller, wo man seine Garne reinsortieren kann. All das gefällt mir aber nicht so gut, weil ich ganz viele Garne habe, die ich wirklich selten benutze. Ich habe ja auch ganz viel Overlock-Garn. Und das staubt ein. Also das staubt wirklich krass ein und das gefällt mir wirklich gar nicht, dass das damit passiert. Deswegen habe ich mir hier diese Sortierboxen geholt und die finde ich wirklich cool. Die gibt es für alle Arten von Garn. Also ich habe einmal eine Sortierbox für Unterfadenspulen. Die sind ja alle fein einsortiert und ich sehe genau, welche Farben ich gerade aufgespult da habe. Und ich möchte nicht, dass es einstaubt. Deswegen habe ich mir diese Box hier für die Unterfadenspulen besorgt. Deswegen sind die in dieser Schaumstoffbox drin. Die finde ich einmal richtig praktisch. Die bekommt man an mehreren Stellen. Das hier ist jetzt wirklich von Nevet Flach direkt selbst geliefert. Das kann man bei Amazon oder bei Nevet Flach selber bestellen. Beide Links gibt es unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zu meiner Garnsortierbox. Die hat halt diese Spitzen, auf die man wirklich einfach sein Garn draufstellt. Ich habe sogar ein bisschen farbig sortiert, von hell zu dunkel, um dann auch zu sehen, wenn ich mal was doppelt habe, dass ich das gleich erkennen kann und sagen kann, Annika, stopp, bitte bestell es nicht. Auch Spezialgarne haben hier einen extra Platz bekommen und diese Box finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Die kann man auch direkt ohne Garne kaufen und dann eben seine Garne einsortieren. Hier drin staubt halt nichts ein. Und wenn ich es öffne, habe ich alles direkt auf einen Blick und kann direkt drauf zugreifen. Und nach dem Nähen muss man es natürlich ordentlich halten. Also man muss es immer wieder schön hier einsortieren. Aber für mich ist das kein Problem. Ich nutze dieses System hier wirklich schon seit mehreren Jahren und bin extrem zufrieden damit. Okay, also ich habe jetzt auch nur noch einen Platz frei. Das heißt, ich könnte jetzt nur eine Garnrolle kaufen. Aber eigentlich ist das auch wieder gut, denn ich bin jetzt endlich mal begrenzt. Und für mein Overlock-Garn gibt es auch diese Sortierbox. Die ist wirklich begrenzt, aber man hat noch genug Platz, um dazwischen dann noch kleine Kohlen zu quetschen. Das mache ich immer so. Das passt auch wunderbar. Ich habe auch verschiedene Marken. Alle passen hier drauf. Und gerade beim Overlock-Garn ist es ja wirklich so, dass das wirklich schnell einstaubt.
denn man wechselt ja auch nicht ganz so oft. Man möchte aber trotzdem ja mehrere Farben da haben. Also ich finde, Schwarz, Weiß und Beige sind für mich die wichtigsten Farben, die ich da habe. Ich liebe aber auch eben diese bunten Konen, die ich dann immer mal austausche mit so Farbverlauf. Deswegen freue ich mich ganz doll, dass ich diese Box hier gefunden habe. Auch Bauschgarn und so, das kommt alles hier rein und staubt nicht ein. Ich lasse es teilweise auch noch eingeschweißt, damit es nicht einstauben kann. Aber ich finde, diese Sortierboxen hier von Nähwitt Flach sind wirklich die besten, die ich je hatte, um meine ganzen Garne gut und ordentlich unterzubringen. Und als letztes haben wir noch dieses dreietagige Körbchen. Das hat hier oben auch einen Henkel. Das sieht jetzt auf den ersten Blick unordentlich hier drin aus, aber eigentlich hat das eine Ordnung und es ist alles sortiert. Es gibt nämlich wirklich diese Sortierkörbchen mit ganz vielen kleinen Fächern. Man kann die aber auch umbauen und manche Fächer größer machen als andere und so weiter. Und dann wirklich einzeln auseinandernehmen. Also alles, was hier oben drin ist, da kann ich dann jederzeit ran. Ich habe hier Label drin, Kordeln, Bänder, weil ich wirklich super viele Bänder habe und kann dann hier mit diesen Scheiben quasi entscheiden, wie groß die Fächer sein sollen. Und das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ich habe halt die Bänder auch sortiert. Also Ordnung halten ist wirklich was ganz Schwieriges. Das fällt mir auch immer schwer, dann die Bänder auch wieder einzurollen und hier wieder unterzubringen. Aber dieses Körbchen hier nimmt wirklich ganz, ganz wenig Platz weg. Und ich habe in den einzelnen Fächern alles sortiert, auch wenn ich mal ein Band nicht perfekt eingerollt habe. Das Schöne ist auch, dass es eben durchsichtig ist. Das heißt, ich kann hier sehen, wo was ist. Also ich sehe jetzt, ach Moment, rosa Gummiband habe ich hier unten drin. Alles klar, ich muss in die unterste Etage. Und dadurch behalte ich natürlich hier auch den Überblick. Hier könnte man zum Beispiel auch Druckknöpfe reintun oder alles, was Reißverschlüsse betrifft. Da gibt es auch immer ganz viel Kleinkram, den man benötigt. Das Teil passt übrigens perfekt in den IKEA-Wagen unten rein. Und da schieben wir es jetzt auch wieder hin. Und ich habe das schon mal in einem Video gezeigt, das verlinke ich dir da oben. Für meine Nähnadeln habe ich mir eine eigene Box gebastelt aus einer T-Box. Das ist eine ganz günstige T-Box vom Action. Du kannst aber auch jede andere beliebige nehmen. Die Aufschrift bekommst du dann mit einem Reiniger, zum Beispiel Nagellackentferner, richtig gut ab. Und ich habe dann diese Beschriftung einfach selbstständig drauf geplottet und von unten angebracht, spiegelverkehrt, damit das auch nicht abgeht. Habe genau beschriftet, was wo drin ist und brauche dann wirklich nur immer aufklappen und genau in das Fach fassen. Und habe dann direkt die Nähnadeln, die ich hier brauche. Auch die verschiedenen Marken passen hier rein. Und damit bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Das bringt auch nochmal Ordnung in die Nähnadeln, weil die sind auch so ein Fall von, die können sehr gut in einer Schublade rumfliegen und man vergisst, welche man da eigentlich schon hat. Ich hoffe, meine Ordnungshelfer konnten dich inspirieren. Ich frage mich ja, wie du Ordnung in deinem Nähzimmer hältst. Schreib das bitte unbedingt unten in die Kommentare. Da gibt es bestimmt jetzt nochmal richtig coole Extra-Tipps. Da freue ich mich schon drauf. Also schaut bitte alle in die Kommentare rein, was es da jetzt noch für coole Ergänzungen gibt. Und wir sehen uns dann, denke ich mal, nächste Woche Freitag wieder 19 Uhr hier bei YouTube. Ich freue mich schon. Mach's gut!